Keine Oberfläche im Innenraum braucht so viel Pflege und Beachtung wie Leder. Ist tatsächlich Freud und Leid zugleich, denn es sieht sehr schön aus, es ist haptisch sehr schön, aber ja, die Pflege muss auf jeden Fall sein, egal ob Kunstleder oder Echtleder, das ist erstmal völlig egal. Und darum soll es gehen, die Nachpflege, die Pflege generell und auch die Reinigung von Leder und Kunstleder. Man kann es hier sehr schön in einem Video vereinen. Ich zeige es hier anhand von einem 5er BMW mit, so einem tonfarbenen Leder. So ein ähnliches Leder hatte ich schon mal da, gibt es auch ein Video davon. Ich verlinke es euch gerne mal, ist schon ein bisschen länger her, aber ich dachte, ich mache mal wieder ein neues Video. Es variiert immer, ich nehme mittlerweile andere Produkte und steigen wir doch einfach direkt ein. Wir fangen mit dem einfachsten Schritt an und das ist nun mal absaugen. Nehmt hier so eine Düse mit Bürsten dran, das ist einfach schonender für das Leder und ihr bekommt ein bisschen mehr gelöst. Was das nicht löst, kriegt ihr mit einer Tornado oder Druckluftpistole auf jeden Fall runter. Dann brauchen wir ein Scrub Pad. Das ist super zum Einschäumen bzw. zum Einreinigen. Ich nehme hier den Reiniger von Colorlock, das ist der Lederreiniger Stark. Und das Ganze wird dann mit dem Scrub Pad auf alle Oberflächen quasi eingeschäumt. Also ihr schrubbt einfach alle Oberflächen damit. Es ist so einfach. Es sieht jetzt hier nach nicht viel aus, aber wir gucken uns gleich mal den 50-50-Vergleich auf den Mittelarmläden an und dann werdet ihr sehen, dass da doch ein ganz schöner Unterschied passiert. Mittelarmlehne und wie kleben wir das ab? Nein. Natürlich nicht so, sondern wir kleben das natürlich so ab, sonst sagt ihr mir hinterher, ich hätte die Fahrerarmlehne gereinigt oder die Beifahrerarmlehne und dann wäre Fahrerarmlehne ja total dreckig. Wir reinigen hier erstmal den hinteren Bereich und dann zeige ich euch mal, dass es doch einen Unterschied macht, wenn wir das Ganze jetzt hier abtrocknen. Es ist jetzt natürlich nicht das übelste Vorher-Nachher-Ergebnis, aber ihr seht einfach, das, was wir hier noch nicht gereinigt haben, das ist deutlich speckiger und auch ein bisschen dreckig und das ist auch überhaupt nicht schlimm, dass es jetzt hier noch nicht so total verdreckt ist, sondern es ist genau richtig, dass der Kunde sich jetzt schon entschieden hat dazu, das zu machen und nicht erst darauf wartet, dass alles in Klump liegt, sondern wir pflegen, bevor es zu spät ist. Lederlenkrad, ihr habt es am Anfang gesehen, es war einigermaßen nicht abgegriffen, sondern tatsächlich einfach nur halt der Dreck von den Händen zeichnet sich irgendwann dann ab. Meistens dann Talgablagerungen, die dann da am Lenkrad irgendwann anhaften. Das kommt vor allem, wir müssen es jetzt so sagen, bei Frauenautos vor, denn die cremen die Hände regelmäßig ein und diese Creme, die landet dann irgendwann auf dem Leder und Ecken, Kanten, nach der Reinigung natürlich alles wieder schön sauber. Wenn ihr fertig seid, dann sollte das Ganze so aussehen, milchig, trüb und nicht die Farbe des Leders haben. Sonst habt ihr auf jeden Fall was falsch gemacht und zu scharfen Reiniger verwendet oder einfach zu krass geschrubbt. So, jetzt kommt noch ein Vorreiniger zum Einsatz. Das heißt, wir gehen jetzt hier über alle Flächen nochmal drüber. Ich mache das hier mit so einem Mikrofasertuch, wird das Ganze quasi nochmal abgenommen und kann dann nochmal ablüften. Das dient als Vorbereitung für die Versiegelung, die wir gleich aufbringen. Wir machen das hier natürlich auf allen Oberflächen. Auch das Armaturenbrett ist hier beledert und dementsprechend wird das natürlich auch mitgebracht. Versiegelung ist hier tatsächlich eine keramische Versiegelung, das heißt, so ähnlich wie im Außenlack wird hier tatsächlich überall diese keramische Versiegelung aufgebracht. Dann warten wir noch mal eine ganze Weile, also etwa eine halbe Stunde, müsst ihr zwischen jeder Schicht dann noch mal warten. Dann kommt die nächste Schicht drauf, so könnt ihr 3-4 Schichten aufbringen, wenn ihr das möchtet. Schön ist hier an der Stelle, wir können das auch auf dem Lenkrad verwenden. Übliche Pflegeprodukte würde ich nicht verwenden für das Lederlenkrad, denn die sind schmierig und die reduzieren den Grip. Hinterher wieder alles schön sauber. Kleine Innenreinigung haben wir hier auch gemacht. Das heißt, der gesamte Innenraum wurde einmal aufgefrischt. Alle Ledersachen sind wieder gleichmäßig sauber. Auch hier die ganzen Armlehnen und natürlich die Sitze und geschützt für die nächste Zeit.
Aufwand ihr in die Reinigung und Pflege steckt, wenn ihr halt das Auto regelmäßig bewegt und dementsprechend auch auf den Sitzen einiges passiert, braucht das natürlich auch immer wieder neue Pflege. Also einmal aufbereitet reicht jetzt nicht fürs ganze Leben. Natürlich, Neuwagen, Sitze halten erstmal grundsätzlich am längsten. Das liegt doch daran, dass natürlich diese Schutzschichten, die auf dem Leder sind, da natürlich noch voll da sind. Könnt ihr vergleichen wie mit so einem Klarlack auf dem Lack. Der ist natürlich am Anfang auch noch, ich sag jetzt mal so, und dann mit der Zeit, mit Abrieb und auch mit Politur wird es immer weniger. Und natürlich irgendwann ist es dann durch. Die Sitze hier waren noch sehr schön, das heißt, die konnten wir jetzt hier quasi auch wieder in den neuwertigen Zustand versetzen und durch die Versiegelung, die wir ja jetzt aufgetragen haben, schützen wir das Ganze wirklich langfristig. Was heißt langfristig? Naja, ich sag jetzt mal, die Produkthersteller hätten natürlich gerne, dass der Kunde am besten zweimal pro Jahr kommt und die Sitze nachpflegen lässt. Ich sag als Aufbereiter immer, macht's nach Bedarf. Das heißt, nicht einfach stumpf alle paar Monate oder so häufig wie möglich, sondern guckt einfach, der Zustand, der hier vorher war, das ist auf jeden Fall ein Zustand, wo man dann auf jeden Fall mal an Pflege und Reinigung denken sollte. Aber so der übliche Tipp ist immer einmal pro Jahr auf jeden Fall die Sitze zu pflegen. Das muss nicht unbedingt heißen, dass wir hier so eine krasse Geschichte machen, sondern dass man einfach mal drüber reinigt und vielleicht auch eine milde Versiegelung aufbringt. Und dann habt ihr auf jeden Fall lange was von euren Sitzen. Ich sehe es leider sehr viel hier in der Aufbereitung. Ich repariere auch teilweise Kunstledersitze und da sind leider viele dabei, wo sehr schnell der Zahn der Zeit dran nagt. Und das ist dann schade, wenn man da Vergangen dran hat. So ein neuer Sitz kostet sehr viel, beziehen lassen kostet gefühlt noch mehr. Dementsprechend möchte man ja lange was von haben. Und das schafft ihr hier, indem ihr halt das regelmäßig nachpflegt. Dadurch verlängert ihr einfach die Lebenszeit. Punkt. Ja, danke, dass ihr das Video geschaut habt. Wir sehen uns kommende Woche zu einem neuen Video von mir. Bis dahin, macht's gut. Ciao.